Mein Name ist Miriam Solomon. Ich heiße Matthias Heilmann. Ich heiße Sarah Schalbani. Ich heiße Judith Landshut. Ein bisschen Sonne, ein bisschen Regen, ruhig Ort dem Kopf zu legen, hab ich gesund, kann man glücklich sein. Ich bin langjährige Mitarbeiterin der Gemeinde gewesen von 1974, kam aus Israel. In Israel war ich im Militär und dann habe ich an der Uni in Jerusalem studiert. Ich komme aus Rheinland-Pfalz, irgendwann ein Jahr in Jerusalem gelebt, in Ramallah am Goethe-Institut Deutsch unterrichtet. Ich bin seit 48 Jahren in Hamburg. Ich bin in der Tschechoslowakei geboren und seit November 71 bin ich hier in Hamburg. Und dann bin ich mit Mann und Kind, 11 Monate altes Kind, hierher gekommen nach Deutschland, in Hamburg. Wir wollten eigentlich nur für ein paar Jahre kommen und sind dann hier halt geblieben. Zum Jiddisch kam ich in Jerusalem, habe ich 2 Hebräischkurse gemacht und kam dann irgendwann bei einer Wohnungssuche zu einer potenziellen Mitbewohnerin, die einen Jiddisch-Master gemacht hat. Und dann kamen wir ins Gespräch, sie hat gesagt, es gibt immer im Sommer in Tel Aviv eine Summer University, und habe dann da halt gemerkt, wie eine Sprache steht, die meinem Dialekt, den ich bis heute eigentlich spreche, sehr nah ist. Es ist ja so, dass die jiddische Sprache ist entstanden aus einigen Sprachen. Ja? Mhm. Das ist so wie eine Mosaik, die man zusammensetzt. Ja? Also, das ist die mittelhochdeutsche Sprache, die Sprachen, wo die Juden gelebt haben, Russland, Polen, Ungarn, also die Wörter aus diesen Sprachen sind rein in die jiddische. Vom 9. bis zum 13. Jahrhundert waren die 3 Städte Worms, Speyer und Mainz, waren so ein Zentrum von mitteleuropäisch-jüdischer Gelehrsamkeit. Und durch viele Juden, die halt über die Alpen oder um die Alpen rum, durch Frankreich und besonders auch das Elsass, was auch sehr lang noch Jiddisch gesprochen hat, wurde halt dann entlang des Rheins ab dem 5. oder 7., 8., 9. Jahrhundert diese vormals römischen Siedlungen, also was alle 3 sind, Worms, Speyer und Mainz, kamen dann auch Juden, die vorher in Italien gelebt haben, kamen halt da hoch und haben in diesen 3 Städten halt gelebt, wurden ansässig, und daraus hat sich halt durch die Sprache oder den Dialekt, der da um sie herum gesprochen wurde, entstand Jiddisch. Und in jedem Land, wo die Menschen lebten, haben sie auch was mitgenommen. Von der Sprache. Landessprache mit reingenommen ins Jiddische. Und das ist so ein Mischmasch. Da gibt es Deutsch, Jiddisch, Polnisch, Französisch, Parasol gibt es auch. Und Hebräisch, viele Hebräisen. Also wenn man diese Sprachen alle kennt, dann versteht man vielleicht ein bisschen. Man kann das alles nicht gut verstehen, ja, weil die Aussprache ist eine andere. Die Schrift ist dieselbe wie in der hebräischen Sprache, aber dort wird trotzdem andere Grammatik angewandt. Das bedeutet, wenn ich einen jiddischen Text vor mir habe, den kann ich leider nicht lesen, weil ich das nicht gelernt habe. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, man kann Jiddisch also die Basis ist wie gesagt ein Mittelhochdeutsch, was dann angereichert wird je nachdem um welches Thema es geht, kann das mit sehr vielen Wörtern angereichert werden, die aus biblischen Hebräisch kommen und Aramäisch. Also wenn es halt um ein Thema geht wie Hochzeit oder alles, was so in einem jüdischen Leben was geregelt ist, das macht das für einen Nicht-Jiddisch-Sprecher und auch Nicht-Hebräisch-Sprecher kompliziert. Wie zum Beispiel Hals- und Beinbruch. Ja? Ach, das ist ja lustig. Ja, man wünscht ja keinem, dass er seinen Hals und die Beine bricht, ne? Sondern es kommt von Hatzlacha uvracha. Hatzluche und Bruche. Ja, Hatzlacha ist Erfolg und Bruche oder Bracha ist Segen. Du sollst Erfolg und Segen haben. Oder heiraten.
Die Zeremonie ist, der Bräutigam sagt zu seiner Braut, Harei at mekudeshet li kedat Moshe v'Israel. Hiermit bist du mir geheiligt nach den Gesetzen Moses und Israel. Und im Deutschen Heirat, Harei at, heiraten. Harei at. Ja, at ist Die so, erste Wörter. ja. Und Rosh Hashanah. Rosh, Anfang, Kopf. Warum sagt man guten Rutsch? Ja, Das kommt von Rosh Hashanah. nicht, dass man ausrutscht, sondern guter Beginn, ein guter Anfang. Guten Anfang. Ganove, ja, Ganef. Man sagt Ganef, ja. Das hat sich eingebürgert in die deutsche Sprache und das ist geblieben. Die Genomen haben untereinander haben sie ihre eigene Sprache gehabt. Interessant sind, dass all diese Ausdrücke und Wörter haben in der deutschen Sprache eine negative Bedeutung. Wie Ische. Isha ist Frau. Ish ist Mann, Isha ist Frau. Ne? Und Ische im Deutschen hat so einen abwertenden Charakter. Schlampe. Ne? Ja, das hört sich schon ein bisschen deutsch, ein bisschen hebräisch. Das ist eine Mischung. Könnte ich davon was verstehen? Ja, wahrscheinlich. Aber da muss man wirklich, derjenige, der dann spricht, muss dann langsam sprechen. Okay. Dann könnte man vielleicht was verstehen. Die Sprache hat halt eine Reise gemacht über die Jahrhunderte, bei der halt bedingt durch politische, geschichtliche Ereignisse der Hauptteil der Sprecher irgendwie nach Osten gewandert ist und dabei halt Wörter ausgetauscht hat, die sie halt im alltäglichen Leben gebraucht haben. Also irgendwann viele Wörter, die einen mittelhochdeutschen Ursprung haben, wie der Großteil der Sprache, wurden dann halt durch slawische Wörter ersetzt, als der Großteil der Jiddischsprecher nach Osten gewandert ist. Und diese ganzen Komponenten, die da drin sind, es gibt eine lateinische Komponente, also eine romanische Komponente, es gibt eine germanische Komponente, es gibt eine slawische, es gibt eine hebräisch-aramäische und genau dieses Puzzle, was auch immer mit Geschichte zu tun hat, das und halt auch, wo die Sprache jetzt hingeht, also jetzt gibt es halt die zwei Hauptgruppen, einer ist in Israel und die andere ist in den USA, also New York oder auch Montreal und Toronto haben zwei sehr aktive Kunst- und Musik- und Theaterszenen. Ich war jetzt in Toronto. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Da leben ungefähr 300.000 Juden nur in einer Stadt. Ich habe gesehen, so viele Synagogen und so viele koschere Läden. Ich kann euch das gar nicht erzählen. Toronto hat ungefähr 2 Millionen Einwohner, also doch nicht so groß. Ja? Also es ist ja Wahnsinn. Das ist ein jüdisches Leben. Okay, ich ja. rede jetzt nicht von New York natürlich. Es ist sowas von frei. Es ist herrlich. Also wo die Sprache jetzt halt in Zukunft hingeht, das ist halt, finde ich halt auch interessant, genau. Also weil in Israel werden jetzt halt wieder sehr viele Wörter neu mit Hebräisch belegt, die man halt täglich braucht, während das in den USA oder in Kanada, gerade in dem französisch sprechenden Teil, dann halt englische oder französische Begriffe sind, die da einfließen. Und Jiddisch hat ein bisschen von seiner Wichtigkeit und so verloren, weil viele sind auch orientalische Juden und so. Und Aber Schuld hatte Israelis. damals unser Erster, der David Ben-Gurion, weil der die Sprache untersagt, das Jiddisch. Er wollte ein modernes Israel, nur mit Akademikern für ihn am besten und nur Wissenschaftler und Ärzte. Weil man wollte gerne, dass die hebräische Sprache, man hat das festgesetzt, das ist die Sprache des Landes und die wollten nicht, dass die Menschen Jiddisch sprechen. Das, was war mit dem Holocaust und so, wahrscheinlich nach hinten eine Mauer und nur noch Hebräisch. In Israel nach der Staatsgründung halt ganz stark oder auch vorher schon das Bestreben mit dieser neu geschaffenen Sprache, dem modernen Hebräisch, dass man halt gesagt hat, okay, wir wollen hier ein Land formen und viele haben da halt diese Sprachen nicht mehr gepflegt und haben gesagt, die nächste Generation soll hier, das sollen Israel, also wachsen als Israelis auf und sprechen nur Hebräisch. Mit Deutsch oder Jiddisch gab es dann halt noch eine andere, größere Motivation, das nicht mehr zu sprechen. Ein guter Bekannter von mir, ein guter Freund, der hatte uns erzählt, dass er war im Theater in Tel Aviv. Das war ein jiddisches Theater.
auf Jiddisch, und da kam die Polizei und man hat gesperrt die Stunde, man hat die Schauspieler von der Bühne und man hat gesperrt. Echt? Das habe ich nicht gewusst. Doch. Oh, wow. Und Wow. ich weiß als Kind, Demokratie. ja, und wir waren als Kinder, wir sind fast jeden Samstag oder Freitag, das weiß ich nicht mehr, ich glaube Samstag, weil meine Mama war so religiös, dass wir sind ins Theater gegangen. Daher kenne ich auch alle Lieder und so als Kind schon. Und das ist heute, ich glaube auch in New York kann man die Sprache ab und zu hören. Und was auch sehr interessant ist, dass mit der jiddischen Sprache unterhalten sich die streng orthodoxen Juden. Warum? Weil das Hebräische, das ist die Heilige Schrift. Und die wollen diese Sprache, in dieser Sprache wollen sie nur beten. Okay. Und Jiddisch sprechen sie. In Merscharim, in den 100 Toren, die sprechen nur Jiddisch. Nur Jiddisch. Weil für die ist Hebräisch eine Sprache, die nur zum Beten, zum Gebet und zum Lernen. Den Talmud und die Torah und die Bibel. Eine heilige Sprache heißt das. Es gibt auch bei uns in der Gemeinde einige russische Juden, die noch Jiddisch sprechen, aber das sind alles nur ältere Leute. Ja, es gab ja wunderbare Literatur, der große Shalom Aleichem, der hat ja in jiddische Sprache geschrieben. Es gab noch andere natürlich, Schriftsteller. Die Sprache wäre fast gestorben. Die älteren Leute sterben weiter, die letzte Generation von Holocaust. Es wurde nicht weitergegeben. Also zu Hause hat man gesprochen Jiddisch. Und Israel hat sich entwickelt. Viele sind aus Marokko gekommen, aus Spanien, Marokko. Und die haben kein Jiddisch gesprochen. Meine Familie, das heißt die Großeltern und so, haben kein Hebräisch gesprochen. Nur Deutsch. War so eine ambivalente Beziehung zu Deutschland natürlich. Dieses Hassliebe. Eine alte Liebe, ja. Nee, Hassliebe, ja, richtig, okay. weil die von den Wurzeln rausgerissen wurden. Ja. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat halt 75-80% der Sprecher haben in einem zusammenhängenden Gebiet in Osteuropa gelebt. Jetzt gibt es halt die zwei Hauptgruppen, leben halt einmal in den USA und einmal in Israel, und dadurch kann es langfristig dazu kommen, dass es eine gemeinsame Basis gibt, auf die man sich beziehen kann, aber so viele Wörter ausgetauscht werden, dass es wird nicht dazu kommen, dass man sich gar nicht mehr versteht, aber dass man dann halt eventuell noch eine andere Sprache braucht, um kurz sich was zu erklären. Es gibt ja bis zum heutigen Tag ein Theater in jiddischer Sprache in Tel Aviv. Ja? Und die sind immer sehr gut besucht und die Leute gehen sehr gerne hin. Und ich denke, es sind auch viele die aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, dass sie diese Vorstellungen besuchen, auf jeden Fall. Und die treffen sich auch regelmäßig, die pflegen diese Sprache wirklich. Okay. Das sind aber meistens ältere Leute. In Amerika, besonders in New York, da sind vielleicht auch jüngere Leute, die Jiddisch beherrschen. Es gibt auch eine Gruppe, die heißt die Jiddischisten, also nicht die Jiddischisten, aber das sind halt Jiddischisten, das sind Leute, die Jiddisch aus einem nicht religiösen Interesse heraus lernen, sondern aus einem kulturellen Interesse. Das können Leute jüdischen Glaubens oder christlichen oder egal welchen sein. Bei der ist aber halt das Problem, diese Gruppe redet sehr viel über Jiddisch, hat aber jetzt halt mit den aktuellen Sprechergruppen halt wenig Austausch, weil man kann in Jerusalem oder Nähe Tel Aviv nach Bnei Brak. Man kann da reingehen und hören, aber so richtig, dass man jetzt sagt, hallo, ich habe 3 Jiddisch-Kurse gemacht, können wir uns mal ein bisschen unterhalten. Kann dauern oder kann halt auch gar nicht passieren, weil die Communities halt sehr geschlossen sind. Diese kulturell interessierte Gruppe, das können halt auch so ein bisschen Nostalgiker sein, die das gerne am Leben halten würden. Also es gibt Fernsehserien, es gibt jetzt auf Netflix eine Serie, Stissel, die halt so eine orthodoxe Familie beschreibt. Die schauen sehr viele und dann hört man das, und es gibt auch im Hebräischen sehr viel Einfluss von Jiddisch. Dann werden sich die Leute dessen bewusst, aber aktiv sprechen weniger. Weil wir sind alle groß geworden mit dieser Sprache, aber sonst hier in Hamburg, so richtig Jiddisch höre ich kaum. Man verlernt, man vergisst.
aber das war wunderbar. Ich habe immer sehr gerne zugehört, ja, weil das ist man nennt die jiddische Sprache Mameloschen. Okay, was bedeutet das? Das ist die Sprache der Mutter, ja, also Muttersprache, Mameloschen. Die Luft ist frei, vor jedem gleich. Die Sonne, sie scheint vor jedem einem, arm oder reich. A bisschen Freude, a bisschen Lachen, einmal mit Freund, a Schnäpse machen, a wie gesund, kann man glücklich sein. Einer sucht Aschires, einer sucht Gefieres, einem die ganze Welt. Einer meint, das ganze Glück hängt